Ja, mein Name ist Michael Omori Kirchner. Ich bin Business Coach und Mentor für Fotografen und Kreative allgemein. Ja, große Drucke sind natürlich eine ganz wichtige Geschichte, den Kunden anzubieten, und dafür muss ich sie ihm wirklich in die Hand geben. Da kann ich nicht sagen, du, ich habe hier ein Online-Dingens irgendwo, da kannst du bestellen oder ich zeige dir ein Foto davon, sondern ich sollte es dem Kunden tatsächlich in die Hand geben können, dass der Kunde das spürt, dass er einfach dieses haptische Erlebnis hat, dass er diesen Wow-Effekt hat. Und als Hintergrund, ich bin selber seit vielen Jahren als Fotograf tätig, seit 15 Jahren ungefähr, und kenne daher die Herausforderungen und die Wege, die funktionieren und die man beschreiten sollte. Hallo, mein Name ist Jochen Kohl. Ich fotografiere seit 1994 gewerblich, hauptsächlich Produktarchitektur. Gehört natürlich im Imagebereich People- und Business-Fotografie mit dazu. Da wir sehr viel auch bis hin zur Katalogproduktion arbeiten, ist Drucken halt bei uns immer ein großes Thema. Also für mich ist echt wichtig, dass wenn ich mich dran setze und arbeite einen halben Tag irgendwie an meinem Farblook und möchte genau dieses Bild kreieren, dass das auch genau hinterher in dem Druck so rauskommt. Das heißt, es macht es mir mittlerweile sehr einfach. Die neuen Canon-Drucker haben ein tolles Media Configuration Tool. Da kann ich kaum noch einen Fehler machen mit dem Übertragen der Profile und Papiersorten. Aber da geht es dann hinterher darum, kurzen Look drauf, einen Softproof machen. Habe ich das Papier ausgewählt nach kalt oder warm für den Bildlook oder möchte ich einfach auch mal in einer großen Serie auf einem anderen Papier die gleiche Anmutung reproduzieren? Und da ist es halt ein geschlossener Workflow, Farbmanagement vom kalibrierten Monitor. Wichtig ist das erste Zusammenspiel. Ich habe mein Bild, mache mir Gedanken, was habe ich für ein Bild. Die meisten Anbieter oder Anwender werden gut damit klarkommen, 2 oder 3 Papiersorten zu haben. Habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild, habe ich eins mit wenig Hautstruktur, mit viel Landschaft drauf, dann nehme ich vielleicht eher ein sehr grob strukturiertes Papier, was diesen Bildlook unterstützt. Habe ich ein Porträt, in dem ich vorher viel Beauty-Retusche gemacht habe, nehme ich natürlich eins mit einer weicheren Oberfläche, weil ich möchte mir nicht durch die Papierstruktur wieder all das aus dem Bild herausarbeiten, was ich vorher in der Beauty-Retusche wegretuschiert habe. Dementsprechend suche ich das Papier aus, wähle dazu das passende Profil für mein Softproof. Da kontrolliere ich einfach, stimmen die Farben auch noch mit dem Papier? Ist das Papier in der Lage, das wiederzugeben, was ich am Rechner habe? Korrigiere im Notfall ein wenig und danach kann eigentlich im Druck nicht mehr viel schief gehen. Ich muss nur noch dafür sorgen, dass wirklich Photoshop oder mein Druckertreiber wie Mirage oder ähnliches das komplette Farbmanagement übernimmt. Und dann kann Drucken eigentlich wirklich einfach sein. Schwer sind die kleinen Steps, die man mal auslässt. Man wechselt zwischen den Treibern hinterher, hat den falschen Treiber installiert. Vergisst mal ein Häkchen zu machen, dass der Softproof anders gerendert wird als der Druck. Aber dafür waren wir heute hier und ich denke, die meisten haben es mitgenommen. Und gerade für Fotografen ist es natürlich auch eine schöne Möglichkeit, die eigene Wertschöpfungskette noch zu verlängern und die Komplettlösung von Fotografie, Druck und Rahmung dem Kunden anzubieten und ihm diese Begierde zu wecken, was Schönes zu zeigen, was er haben möchte und dann auch im Verkaufsgespräch ein Komplettpaket mitzugeben, was einem als Fotografen natürlich Umsatzmöglichkeiten schafft, aber dem Kunden natürlich auch so den Aha-Effekt und was Schönes mitnimmt, was er direkt an die Wand hängen kann.